Ja, hallo zusammen. Heute versuchen wir mal eine einfache Tanne oder Lärche herzustellen. Und dafür brauchen wir folgendes Material. Normalen Schaschlikspieß, Klebeband, Drahtschnur, Vogelsand oder Sand und Weißleim. Jetzt bei Beginn, die Tanne oder Lärche fängt ja nicht gerade immer unten an, habe ich hier ein Stück Klebeband herum befestigt, weil ich möchte von hier die Drahtschnur nach oben machen. Und ich habe viele Sachen versucht und es gibt auch viele unterschiedliche Sachen, aber ich möchte das euch zeigen in einem Stück, nicht mit Löchern bohren oder irgendwie was. Also man nimmt die Drahtschnur, ich möchte das alles aus einem Stück machen, man fängt unten an. Das heißt, ich drehe jetzt einmal ein paar Umrundungen einfach mal so, ja, so. Und ungefähr, die Äste sind ja etwas länger im unteren Bereich. Gehe jetzt da mal hin und sage mir mal, ja, ungefähr circa 6 cm. Mache hier einen Knick und biege das. Und dann gehe ich direkt weiter, drehe ich wieder ein paar Runden. Jetzt gehe ich wieder hier hin, will auch wieder circa 6 cm haben, mache wieder einen Knick hinein. Und das will ich wirklich alles aus einem Stück machen. So sieht das jetzt im Moment aus. Und das wird ja nachher, wird das aufgeschnitten und sind ja nachher im Prinzip 4 Äste. Ich verfahre jetzt einmal ein Stück weiter nach oben und zeige euch, wenn ich fast oben bin. Bis nachher. Ihr seht nun, ich bin fast oben angelangt. Das sieht jetzt so aus. Und ich habe das immer noch an der Drahtschnur. Ich habe das nie etwas abgeschnitten und irgendwie gekürzt. Jetzt ist es ja so. Ich habe hier angefangen, drehen, 5 Umdrehungen und ich habe hier immer etwa circa 5 mm die Äste etwas kürzer gemacht nach oben. Jetzt oben am Schluss mache ich noch circa 2 Schlaufen, die nach oben gehen und dann kommt ein kleiner Trick. Also, jetzt mache ich hier nochmal eine Schlaufe. Jetzt schneide ich hier ab, lasse das ein bisschen länger. Drehe das noch herum, mache hier ein kleines Ende eigentlich, kann man sagen. So sieht das nun aus. Jetzt haben wir hier, die Äste haben wir ja Schlaufen. Und da mache ich nichts anderes, als die trenne ich jetzt einfach mit der Schere auf. Jetzt mache ich mal die unteren Äste. Und dann könnt ihr ja die drehen und wenden, wie ihr wollt. Das heißt, also so sehen dann ungefähr die Äste aus. Da könnt ihr noch schieben und machen, wie ihr wollt. Das sind ja dann die einzelnen Äste. Die sehen ja dann jetzt quasi
so aus. Jetzt mache ich das bis oben fertig und dann gehen wir zum nächsten Schritt, das heißt den Rindenauftrag vom ganzen Stamm. Also bis nachher. So, jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir ja alle Äste schön geformt. Jetzt streichen wir das Ganze mit Weißleim ein. Ich habe hier schon angefangen. Ich will euch nicht ja stundenlang zeigen, wie ich hier Weißleim auftrage. Aber einfach wichtig, wirklich den ganzen Stamm mit Weißleim machen. Und da wirklich nicht sparen. Also das wirklich sehr dick auftragen, den Leim. Richtig durchziehen lassen. Jetzt vielleicht noch wichtig zu sagen, im unteren Teil hier habe ich ja das Klebeband gemacht. Und es hat ja den Grund, dass es ein bisschen dicker ist und dass der Draht nicht nach unten rutscht. Hier natürlich auch einstreichen, dann wird der Stamm automatisch ja etwas dicker. Und vielleicht noch zu sagen, ich verwende jetzt natürlich Vogelsand, aber eben, man kann natürlich auch feine Sägespäne, feines Sägemehl nehmen, je nachdem, ja, wie weit auch der Baum entfernt ist. Also das ist auch immer ein Faktor. Stehen die Bäume 2 Meter weit von der Anlage oder sieht man das gerade auf dem Diorama 20 Zentimeter vor Sicht. Ich finde, das ist auch noch ein großer Unterschied. So. Okay. Dann nehme ich jetzt einfach normalen Vogelsand, aber eben, ihr könnt ja auch etwas anderes nehmen, dann einfach fein darüber rieseln lassen, bis einfach alles abgedeckt ist. Ich zeige das auch nachher noch in einem Foto oder in einer Nahaufnahme. Einfach, dass ihr seht, wie das geht. Das mache ich jetzt, bis das schön richtig alles wirklich voll eingedrungen ist. Okay. Und dann je nachdem vielleicht nochmal eine Schicht darüber, je nachdem wie dick man das haben möchte. Jetzt im weiteren Schritt werde ich nachher noch den ganzen Stamm mit brauner Acrylfarbe einsprayen. Trocknen lassen, also zuerst trocknen lassen und dann mit brauner Acrylfarbe einsprayen. Dann geht's weiter. Nun im nächsten Schritt. Ich habe jetzt alles mit Acrylfarbe ja eingesprüht und jetzt geht's ja um die Benadelung. Und ich nehme, also einfach umdrehen und ich habe hier alles mit Leim eingestrichen. Ich habe hier jetzt Graskleber genommen. Ihr könnt auch Weißleim nehmen, aber der Graskleber bleibt länger offen, das heißt, die Fasern halten einfach besser und länger eigentlich. Also im ersten Schritt nehme ich jetzt 10 mm grün und benadle das jetzt einmal. Und dem Greenkeeper, den Gegenpol setze ich jetzt hier mal unten an. Und dann geht's los. Ich mache das jetzt fertig und nachher sieht das so aus und wichtig ist nachher, wenn ihr alles eigentlich benadelt habt, umdrehen und dann von oben mit einem Föhn, mit einem Haarföhn, das nach unten blasen. Dann sieht das so aus. Okay, ich zeige euch nachher den nächsten Schritt. Nun kommt der nächste Schritt. Jetzt haben wir mit 10 mm Fasern das gemacht.
Jetzt sieht das so aus. Ich blende euch noch ein Foto ein, dass ihr das besser seht. Jetzt geht es weiter. Jetzt drehe ich das Ganze um. Gehe hier mit Sprühkleber, sprühe ich alles ein und dann nehme ich so, das sind so 4,5 mm etwas dunkleres Grün. Also, reihen wir das mal alles ein. Setzen wir den Gegenpol wieder an und machen die 4,5 mm. Es geht ja nur um die Technik. Ich mache das weiter, dass es nicht langweilig wird für euch, dass ihr einfach die Schritte seht. Also ich mache das jetzt fertig. Bis später. Ich habe euch vorher ein Foto eingeblendet, das mit den 4,5 mm. Ich will euch nicht jetzt nochmal zeigen, wie ich den ganzen Baum einsprühe. Jetzt habe ich einfach noch, der letzte Schritt wäre, einfach 2 mm Fasern. Ich habe jetzt hier ein dunkleres Grün genommen. Man kann auch im unteren Bereich etwas braun hinzumischen. So abgedorrte Äste oder so etwas nach etwas ausschaut. Ich habe jetzt mal das Muster gemacht. Ich mache danach natürlich den ganzen Baum fertig, aber dass ihr mal seht, wie das dann nachher etwa ausschaut. Mein Deutsch ist schlecht. Okay, bis später. Ich zeige euch nachher den fertigen Baum. Nun ist unsere Tanne fertig. Ich mache noch Fotos, dann seht ihr die Tanne genauer, aber ich fahre mal so ein bisschen heran. Das ist natürlich jetzt eine dichte Tanne. Also nicht, ich finde Nadelbäume die schwierigsten Bäume überhaupt zu machen, weil ich, das macht jeder anders und ich finde, das ist extrem schwierig. Aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Was ich noch gemacht habe, die 2 mm und dann habe ich hier überall, man sieht es auf den Fotos hier nicht so gut, habe ich mit dem braunen Acrylspray ganz fein noch hineingesprüht, dass so ein bisschen braun wird. Ja, man sieht das nicht so gut. Und ja, dass ein bisschen noch Farbnuancen hineinkommen. Dann habe ich ja ein Muster euch gezeigt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt, sage mal, eine Tanne machen wollt oder eine Lärche, die nicht so dicht sein soll, dann tragt ihr einfach weniger Fasern auf. Ich zeige euch mal, ich habe eine Lärche gemacht vor einem Jahr circa. Das habe ich 1000 Sachen ausprobiert. Also ich finde, die ist mir wirklich sehr gut gelungen. Da habe ich einfach, die Grundlage ist genau gleich beim Aufbau, nur habe ich dann einfach Sisalfasern genommen, 6 mm mit dem Greenkeeper aufgetragen, alles mit Acrylfarbe eingesprayt und dann habe ich nur mit 2 mm Fasern ganz fein gemacht. Also weil eine Lärche ist ja viel feiner als eine Tanne. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, wenn ich so etwas mal mache, was ihr von der Tanne haltet, weil ich freue mich immer sehr über Kommentare. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich freuen über ein Like, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wer mich noch nicht kennt, gerne abonnieren. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, weil dann werdet ihr immer informiert. Okay, viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Alex.